Hallo meine Lieben, heute gibt es mal wieder ein Laservideo und zwar ein Material, was ich euch bis jetzt noch nicht gezeigt habe, und das ist Acryl, und zwar schwarzes Acryl. Warum schwarzes und warum das so wichtig ist, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ich habe hier das Acryl von Xtool, aber wie gesagt, ich finde es wichtig, dass ihr so ein bisschen mehr dazu versteht zum Acryl, bevor ihr mit dem Material arbeitet, damit ihr dann eben auch versteht, warum ich was wie mache. Es gibt zwei verschiedene Arten von Acryl. Einerseits ist es das gegossene Acryl, kurz vom GS. Das wird als flüssige Masse zwischen zwei Glasplatten gegossen. Dadurch bekommt man so ein homogenes, spannungsfreies Material. Die Art hat aber auch eine höhere Dickentoleranz. Das ist gerade so wichtig, wenn ihr irgendwelche Sachen macht, wie wo ihr Steckverbindungen habt, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so gut passt, höher ist als bei der anderen Variante. Durch diesen eher aufwendigen Herstellungsprozess ist das Ganze auch ein bisschen teurer. Ihr bekommt dann aber auch beidseitig beim Lasern saubere Kanten und gradfreie Schnitte. Beim extrudierten Acryl, da wird die Acrylmasse durch eine Düse in die gewünschte Dicke gepresst, in meinem Fall jetzt 3 mm. Und dadurch hat sie aber auch einen Unterschied bei den mechanischen Eigenschaften auf der X- und auf der Y-Achse, weil das ja eben durch die Düse gepresst wird. Das hat aber eine geringere Dickentoleranz, eben durch den Herstellungsprozess, und das ist eben wichtig bei den Steckverbindungen. Das heißt, die Variante funktioniert besser als das gegossene Acryl. Da kann es aber sein, bei den Schnittkanten, dass das sich so, also es ist flammpoliert, es gibt teilweise so ein bisschen, es ist, als ob es schmelzen würde an den Kanten. Und da wir hier von einer Serienfertigung reden, ist es meist auch das günstigere Acryl. Und in der Regel benötigt ihr hier auch weniger Laserleistung als bei dem gegossenen Acryl. Jetzt habe ich gesagt, ich verwende schwarzes Acryl, weil mit einem Diodelaser, und der M1 ist ein Diodelaser, kann man transparentes und blaues Acryl nicht lasern. Das geht mit den CO2-Lasern, aber wie gesagt, unser Laser, der M1, das ist ein Diodenlaser, und deshalb kann ich transparentes und blaues Acryl nicht schneiden. Was hier auch wichtig zu sagen ist, jedes Acryl ist ein bisschen anders. Das heißt, wenn ich jetzt eben ein Testraster mache mit meinem schwarzen Acryl, heißt es dann nicht, dass es genau gleich gut mit dem roten funktioniert. Ne? Hier wichtig. Von den Farben her, wenn ihr auf die Seite von Xtool geht, habt ihr verschiedene Materialien. Eben das Schwarze, und ich nehme es gleich vorneweg, auf der Seite ist das Schwarze, das Orange, Grüne und Rote. Das sind diejenigen, die mit dem M1 Laser funktionieren, sind alle ausverkauft. Da müsst ihr einfach ein bisschen geduldig sein. Ja, ist stark nachgefragt. Aber eben, wenn ihr auf die Seite geht, hat die hier 6 verschiedene Varianten von Acryl, und ich fände dieses Pastell hier, die Töne fände ich extrem cool, aber wenn man dann draufklickt auf das Material, kann ich das so weit rauszoomen, mal gucken. Ich hoffe, ihr seht es. Da steht, Pastel Acrylic can be laser cut and engraved by Xtool Laser Box und P2. Das heißt, M1 funktioniert das nicht. Leider. Weil das fände ich echt wirklich cool. Und wenn man aber dann beim Schwarzen oder eben auch Orange, Grün und Rot guckt, dann steht hier Laser Cut and Engraved by all Xtool Machines.
Das heißt, das geht mit allen Lasern. Jetzt habe ich gesagt, ne, die Verfügbarkeit bei Xtool ist im Moment nicht gegeben. Für diejenigen, die in der Schweiz sind, und ich kann euch keine anderen Orte sagen, wo ihr das sonst kaufen könnt, weil ich bin in der Schweiz, von dem her weiß ich halt einfach in der Schweiz, wo man das kaufen kann. Und wie immer in meinem Lieblingsshop Yasando, da hat es die Xtool schwarzen 3 mm Acrylplatten noch und da bekommt ihr 3 solche Platten. Die sind von der Größe her 12×12 Inch, das heißt 30,5 cm x 30,5 cm und eben von der Dicke her 3 mm. Ihr könnt die Platten nicht nur mit dem Laser verwenden, sondern auch mit der Tischsäge, Stichsäge oder mit der Bohrmaschine kann man das bearbeiten. Jetzt noch ein paar Themen zum, wenn ihr Acryl schneiden und gravieren wollt. Das Allerwichtigste: Schutzfolie abziehen. Da ist eine Plastikfolie drauf, die wollt ihr nicht mit dem Laser bearbeiten. Von dem her zieht die vorher ab. Die ist ganz einfach drauf, damit das Acryl keine Kratzer hat, wenn ihr das bekommt. Wenn ihr Acryl schneiden wollt, dann gibt es hier so ein paar Punkte zu beachten, nämlich dass bei einer geringen Geschwindigkeit, dass es solche aufgewellten Schnittfugen geben kann, in dieses, als ob es so ein bisschen verbrannt wäre. Und dass auch die Brandgefahr steigt. Das heißt, ich werde bei mir nicht unter 5 gehen. Seht ihr aber nachher beim Testraster. Was ihr auch machen müsst, ist schneiden in mehreren Durchgängen. Durch dieses 3 mm Acryl werdet ihr mit einem Durchgang nicht durchkommen. Ich werde hier aber ein Testraster dazu machen und das Testraster mache ich mit dem, wie ne, vom Alter vom Laserkopf, von dem Setup, was ich habe, wird es, also ich zeige euch, mit welchen Werten ich mein Testraster mache, aber ihr müsst es auf jeden Fall für euch selber auch machen, weil jeder Laser ist ein bisschen anders. Es ist von Vorteil, wenn ihr Bereiche abkühlen lasst. Das ist wichtig beim Platzieren der Elemente und bei der Reihenfolge der Elemente, weil wenn ein Bereich sich extrem aufhitzt, dann habt ihr die höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr eben solche aufgewellten Schnittbogen bekommt. Kleinere Bereiche, ich habe gesehen, dass andere das machen, dass sie so ganz kleine Löchlein, die zum Beispiel, die ihr bei Steckern für die Ohrringe habt, dass sie das auch lasern. Ich persönlich würde das eher jetzt mit einem Bohr, respektive einem Dremel, einem ganz kleinen Bohr quasi machen. Da würde ich mich wohler dabei fühlen. Aber ihr macht es dann so, wie ihr das machen wollt. Am besten nicht gleich hier 20 Ohrringe auf einmal, sondern erstmal mit einem testen. Dann seht ihr dann auch, wie das bei euch wird. Was beim Lasern von Acryl auch wichtig ist, ist, dass der Start- und Endpunkt sichtbar sein wird und deshalb platziert ihr den am besten irgendwo in der Ecke und es ist auch besser, wenn ihr weniger Knotenpunkte in eurem Design drin habt, weil er fährt ja immer quasi von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Das ist für uns nicht sichtbar, aber diese kleine Zeit, wo er quasi beim Punkt stehen bleibt, reicht schon aus, dass man das teilweise sehen kann. Von dem her Anzahl Knotenpunkte so gering halten wie möglich und damit das Ganze eine bessere Durchlüftung hat, auch das Wabengitter verwenden. Beim Gravieren ist es tatsächlich so, dass weniger mehr ist. Da werden wir auch einen Testraster dazu machen, damit ihr das so ein bisschen seht. Ich habe Leute gesehen, die transparentes Acryl gelasert haben, also graviert haben und das ganz einfach so gemacht haben, wie man Glas graviert mit einem Diode-Laser, das heißt mit einer schwarzen Farbe anmalen. Und hier empfiehlt es sich auch, quasi das Motiv gespiegelt zu machen und von der Rückseite zu lasern, gibt ein bisschen ein schöneres Ergebnis.
Das habe ich selber aber noch nicht getestet und ich werde es dann aber auch in einem separaten Video machen, wo ich das gleich mit dem Glasgravieren kombiniere. Also da kommt noch was dazu. Heute werde ich das nicht machen, sondern heute werde ich ganz einfach mit dem schwarzen Acryl arbeiten. So, das war es auch schon zur Theorie. Wenn wir das Paket aufmachen, dann ist es hier auch wirklich super verpackt, damit dem auch nichts geschieht. Und ich habe gesagt, die Plastikfolie abziehen, weil viele mit eben einer Plastikfolie bezogen sind. Hier, die sind aber mit Papier bezogen und das können wir drauf lassen zum Lasern und dann erst entfernen, wenn wir gelasert haben. Und wie immer habt ihr die Vorgaben von Xtool, wie man das am besten lasert. Hier M1, 10 Watt von der Power 100, Speed 3 und Pass 2, das heißt 2 Durchgänge. Beim Gravieren 10 Watt Laser M1 haben wir eine Power von 40, Geschwindigkeit 80 und ein Durchgang. Von dem her, und hier ist auch Harmful Smoke, das heißt hier auf jeden Fall, also da muss ein Filter dran, damit die Luft da nicht sich in eurem Raum sammelt, wo ihr drin seid. Ne? Und eben, dass ihr das gut ventiliert, den Arbeitsplatz gut ventiliert haltet und auch das Acryl entflammbar ist, von dem her, dass ihr wirklich dabei steht und dass ihr da reagieren könnt, wenn irgendetwas passiert, weil, wie immer, es ist ein Laser, das lasst ihr nicht einfach laufen und geht weg, sondern da bleibt ihr dabei, wenn ihr das lasert. Jetzt gucken wir uns kurz das Testraster an und starten auch schon mit dem ersten Testraster. Ich habe hier, wie gesagt, das Ganze auch schon angelegt, was ich machen will und ich habe es auf verschiedene Ebenen gelegt, weil ich will heute etwas testen. Ich weiß nicht genau, wenn ich die so platziert habe, das heißt ein paar schwarze, die ein bisschen weiter voneinander entfernt sind, dann die roten. Ich weiß nicht, ob er nach den einzelnen Ebenen vorgeht. Von dem her dachte ich mir, das macht für mich am meisten Sinn, das mal auszuprobieren. Dann seht ihr das auch gleich. Das heißt, ich werde hier am Schluss ein Tic-Tac-Toe-Spiel machen. Aber für den Moment habe ich das noch, oder werde ich das noch ignorieren, weil das will ich gerade noch nicht machen. Und auch das zweite Testraster, das will ich gerade noch nicht. Ist auch auf Ignorieren gesetzt, sondern ich will hier nur das erste Testraster. Damit ihr das ein bisschen besser seht, verschieben wir das Ganze ein bisschen. Und hier habe ich alles, was Schreiben ist, habe ich mal oder setze ich auf die empfohlenen 80, 40, 10. Das heißt hier, also ich hatte meine Shift-Taste und markiere mir einfach alles, was geschrieben ist. Und wenn das Testraster erstellen für euch neu ist, da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, könnt ihr da nachgucken. So, mache ich kurz auch gleich hier, oder respektive das lasse ich noch, ich passe das alles dann an, wenn ich das hier gemacht habe. Vom Schneiden her empfehlen sie 103 und 2 Durchgänge. Ich wollte da aber mit einer tieferen Leistung gehen, damit ich weniger die Chance habe oder dieses Risiko habe, dass ich hier brand, also dass ich solche geschmolzenen Ränder habe. Deshalb habe ich das mal auf 80, 50, 3 gesetzt, um das Äußere zu schneiden, habe aber eben innen drinne ein Testraster gemacht von 80, 90, 100 mit 2 Durchgängen für Geschwindigkeit 5 einmal und für Geschwindigkeit 7. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier auf das Feld drauf gehe, dann hat es 7 Geschwindigkeit hier, 90 von der Leistung und 2 Durchgänge.
Hier drüben habe ich 3 Durchgänge, das heißt, wenn ich dieses Feld anklicke, habe ich 100 von der Leistung, ne? Hier 100, 7 von der Geschwindigkeit und Durchgänge eben 3. So habe ich das ganze Testraster erstellt und das werde ich jetzt auch gleich schon mal ausschneiden. Ich muss das Ganze ein bisschen weiter reinschieben. Und übrigens, ich habe die offene Bodenplatte ausgewählt und eigenes Material und messen werde ich dann eine Automessung machen. Da müsst ihr einfach gucken, dass ihr da, wo der rote Punkt ist, zum Messen, dass da auch Acryl ist. Und eben, wie gesagt, ich werde das Wabengitter verwenden. Das hier ist das Einzige, was auf Ausgabe gesetzt ist. Alles andere müsste auf Ignorieren sein. Genau. Und wenn ich ja das Ganze dann in den Laser reinlege, das Acryl, dann sehe ich auch anhand der Kamera ungefähr, wo das liegt. Ich werde aber trotzdem noch kurz den Rahmen abfahren und lasere das und bin dann zurück bei euch, sobald ich das gemacht habe. Und dann können wir uns das Resultat angucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Also hier haben wir schon die Teile, die rausgefallen sind. Also hier 2 Passes, 7 von der Geschwindigkeit 80, 90 und 100. Das hat nicht funktioniert. Gerade so der Weg runter war nicht. Und hier war gar nichts, das war die 7 bei 80 und aber auch von der Geschwindigkeit 5 und dann 80, auch da hat es nicht funktioniert. Die anderen, da hat es durchgeschnitten und wir gucken uns die Ränder an. Versuche hier kurz die Folie ein bisschen abzulösen. Frage ist jetzt wie, ne? So, einfach eine Ecke anlösen und dann kommt das eigentlich runter. Ich bin vom Gravurergebnis begeistert, aber das gucken wir uns nachher noch an. Jetzt wird es eine Herausforderung, wie ich euch das zeige. Gegens Licht. Und was ich mir hier angucke, ist die obere Kante, ob ich da irgendwas sehe, wo es Schmelzränder hat. Und das ist jetzt gerade so, zum Beispiel hier bei dem. Es wird echt schwierig, dass ihr das seht. Aber ich sehe hier, dass es hier gerade so in der Ecke so ein bisschen geschmolzen ist. Im Vergleich zu anderen. Rückseite. Kennt ihr diesen Spruch von wegen, ne? Du hattest nur eine Aufgabe. So,
Können wir uns auch die Rückseite angucken. Die 5er Reihe habe ich einfach das Gefühl, dass ich durchaus Schmelzränder sehe. Und da ich sehe, dass ich mit Speed 7 wunderbar durchkomme, man kann sich überlegen, wenn ich etwas schneller lasern will, das heißt, ich brauche nur 2 Durchgänge, dann müsste ich jetzt zum Beispiel entweder 90 oder 100 nehmen bei Speed 5. Und wenn ich dem Zeit lassen will und 3 Durchgänge, könnte man durchaus mit 80 Speed 7 das hier verwenden. Schwierig. Ich habe das Gefühl, der franzt ein bisschen weiter aus. Jetzt habe ich extra die Blöcke so hingelegt, dass ich die sehe. Das heißt, ich will mir den hier oben angucken, das ist der. Und den hier unten will ich mir angucken, das ist der. Ich sehe so ein bisschen einen Schwimmrand. Man spürt ihn nicht, aber ich sehe den ein bisschen. Gucken wir uns an 90 bei 2 Passes. Und ihr merkt, ich muss wirklich extrem stark gucken, ob ich einen Unterschied sehe. Also ich finde das Resultat per se schon mal extrem cool. Ich habe den unten den gleichen Schwimmrand. Oben ist es ein bisschen stärker. Ja. Das ist unten. Das ist unten. Das war der 80-3 Pass. Ja. 2 Passes gefällt mir ganz ehrlich gesagt besser vom Rand her. Das heißt, ich werde den Rest lasern bei Speed 5, 90 vom Power her und 2 Durchgänge. Und zum Vergleich, hier war die Angabe 100, 3 von der Geschwindigkeit und 2 Durchgänge. Das heißt, deshalb mache ich auch immer Testraster, damit ich besser sehe, weil das wäre viel zu viel gewesen. Absolut unnötig. Und wenn ihr euch die Kante anguckt, mal gucken, ob ihr das seht, dann seht ihr tatsächlich die Rillen, also die 3 Durchgänge. Weil hier beim Rand hatte ich ja auch 3 Durchgänge gemacht. Gut, für mich, ich weiß jetzt, ich mache das, Moment, hier, Line Cut mache ich 90, Speed mache ich 5 und Durchgänge mache ich 2. Dann können wir zum nächsten Test rüber, und zwar dem Gravieren. Ich hatte euch ja beim letzten Mal gefragt, ob mir jemand einen Tipp geben kann, wie man dieses Bild hier hinten wieder wegbekommt. Und meine gute Fee, die mir extrem viel hilft bei den Lasersachen, ist eine sehr gute Freundin und sie weiß auch, von wem ich spreche, wenn ich das hier sage. Weil die gibt mir auch immer wieder hilfreiche Tipps, was ich super finde, weil das ist ja alles für mich auch noch neu. Und das eine war eben hier die ganzen Tipps zum Acryllasern, weil sie schon extrem viel damit gemacht hat. Aber eben auch hier den Tipp, verberge den Hintergrund und schon ist es wieder weiß. Sehr hilfreich. Von dem her vielen, vielen lieben Dank. Jetzt hatten wir hier von den Lasereinstellungen 80, 40, 1 und Linien 180. Also vom Gravieren her. Das heißt, das mache ich jetzt alles auf Ignorieren. Dafür mache ich das alles. Nicht das hier. Na, das hier alles will ich. Das mache ich auf Ausgabe. Und die Linien, haben wir jetzt gesagt, 80, 40, 1. Und ich habe 180 Linien per Zentimeter. 80, 40, 1. Das heißt, ich markiere hier alles, was geschrieben ist. Habe
ich alles? Ja. Also hier 80, 40,1 und die 180 Linien pro Zentimeter. Dann das Schneiden ringsherum hatten wir jetzt herausgefunden mit dem Raster, dass bei 90 Geschwindigkeit 5 und 2 Durchgänge ausreichend sind. Das ist das. Und dann beim Gravieren habe ich mir ein Raster angelegt, wo ich gesagt habe, also A, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, diese 80, 40, 1, 80, ja, ich habe 45. Ich überlege gerade, weil diese 45 sind echt tief drin. Das heißt, meine tiefste Geschwindigkeit soll 40 sein. Upsi, hier. Dann haben wir hier 50 und dann machen wir hier 60. Dann gehe ich trotzdem auf 100 hoch, aber nicht in den tiefen Zahlen. Das heißt, das tiefste, was ich mache bei 80, sind die 40. Das will ich nicht. Und bei 100 mache ich auch die 50 nicht. Das heißt, ich gucke mir die Kombination an 160, 80, 40. Gucken wir das so an. Das heißt, ich muss hier alles umstellen. Das sind dann 60, 40, 60, 50 und 60, 60. Hier sind es dann 70, 40, 70, 50 und so weiter und so fort. Ganz ehrlich gesagt, den brauche ich gar nicht. Machen wir es so. Das machen wir ein bisschen kleiner. Nochmal kontrollieren, dass ich das wirklich alles auf Ausgabe habe und den Rest auf Ignorieren. Ignorieren. Wunderbar. Dann werde ich das hier noch machen und ich brauche das jetzt ganz ehrlich gesagt im Laser auch nicht, den Rahmen abzufahren, weil was ich gemacht hatte, war, dass ich das Acryl schön oben in die Ecke gelegt habe und so weiß ich jetzt, dass das wirklich alles schön drauf passt. Das heißt, als nächstes mache ich dieses Feld hier. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants and it's midnight, oh I'm thinking about him. So, dann gucken wir uns dieses gute Stück mal an. Und man spürt schon, es ist warm geworden. Also, gerade als ich es rausgenommen habe, habe ich schon gemerkt, dass dass es sich so ein bisschen erhitzt hat. Und man sieht gerade hier, wo ich in den hohen Bereichen gelasert habe, dass man da fast so ein bisschen einen Abdruck hinten sieht. Also bei den hohen habe ich schon das Gefühl, dass man das am Rand sieht, dass es ein bisschen warm geworden ist und eben auch die Rückseite hier passt mir nicht so ganz und es ist per se eigentlich zu tief. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sogar höher gehen können, weil unser Ziel ist ja so ein bisschen, dass man so wenig Power braucht wie möglich und das aber trotzdem so schnell wie möglich machen kann. Und ich finde, dieses 60-60 ist absolut ausreichend. Also mehr brauche ich da wirklich nicht an Tiefe. Da werde ich sehr wahrscheinlich noch ein weiteres Raster machen, dann bei Gelegenheit, wo ich sogar mit höheren Geschwindigkeiten gehe, das mal ausprobiere und noch weniger Power.
weil die Dinger sind echt schon richtig, richtig tief. Aber für das weitere Element, was ich jetzt machen werde, werde ich, wie gesagt, das, was ich schneide, 90 Power, Speed 5, Durchgänge 2. Und hier werde ich beim Lasern, mache ich die Power auf 60, die Geschwindigkeit auf 60 und ein Durchgang. Sie gehen hier sogar noch tiefer. Das heißt Power 40 und Geschwindigkeit 80. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal auf Risiko und mache das bei meinem Element 4080. Dann sehen wir auch gleich, wie das aussieht. Also es ist wirklich, es ist super tief. Da war ich ein bisschen euphorisch, ne? Aber dafür machen wir diese Testraster und die müsst ihr natürlich nicht so groß machen, ne? Die könnt ihr auch kleiner machen. Ich mache die einfach so groß, damit ihr hier überhaupt auch was seht, weil wenn ich die kleiner mache, dann wird das ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir noch an das eigentliche Projekt, was ich damit machen will. Und zwar blenden wir oder ignorieren wir jetzt auch das hier, aber all diese Sachen hier, das heißt von den Ebenen das hier plus, also das werde ich Ausgabe machen und dann Cut 1 bis 3. Warum ich das in 3 verschiedene Cuts aufgeteilt habe, war, weil ich mal gucken will, ob der tatsächlich den Ebenen folgt, weil per se ist ja der Laser so ausgelegt, dass er sich den schnellsten Weg quasi selber aussucht und dann würde er garantiert hier einfach also hier quasi hin und her gehen und die ganzen Reihen machen. Ich wollte mal ausprobieren, ob, wenn ich das in unterschiedliche Ebenen lege, dass er zuerst den schwarzen macht, dann den roten und dann den blauen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr Ebenen anlegen könnt, ihr könnt auf ein Element drauf gehen und dann könnt ihr rechte Maustaste bewegen nach, hier diese Farben auswählen. Wenn ich jetzt schwarz machen würde oder wenn ich jetzt rot machen würde, dann würde es einfach in die bestehende Gruppe, rote Gruppe, rübergehen. Oder ist es orange? Nee, ist orange, ne? Nicht rot. Sorry. Und wenn ich gelb auswählen würde, dann würde er hier eine neue Ebene anlegen. Und um die Ebenen umzubenennen, könnt ihr einfach drauf doppelklicken und dann könnt ihr schreiben, wie ihr die benennen wollt. So. Also Raster Engrave sollte auf Ignorieren sein, Raster Cut müsste auf Ignorieren sein. Und hier vielleicht noch eine Achtung, es ist nicht so wie bei teilweise anderen Softwares, wenn ich hier eine Ebene auswähle und ich ein Element da rein verschiebe, dass es dann die Werte übernimmt, die anderen Elemente hier drin haben. Das heißt, ich könnte hier bei einem sagen, ich will das bei 90 und beim anderen, ich will es bei 80 und das trotzdem in dieselbe Ebene reingeben, das würde es nicht überschreiben. Das kann teilweise ein bisschen verwirrlich sein, wenn ihr einfach denkt, naja, machen wir einfach alles, was ich dann hier in der Ebene drin habe, das übernimmt automatisch die Werte der Ebene. Ist nicht so, die Ebene per se selber hat keinen Wert oder speichert keine Werte, sondern es sind die einzelnen Elemente, die drin sind. Natürlich kann ich dann hingehen und sagen, hier, ne, beim Cut hatten wir ja jetzt gesagt, ich will das schneiden bei der Leistung 90, bei der Geschwindigkeit von 7, nee, bei Geschwindigkeit eben 5 und Durchgänge 2. Und wenn ich das so mache, dann ist jedes einzelne dieser Elemente hat genau diese Werte. Ne? Bei den Orangen muss ich das auch noch machen, 90, 5, 2. Dann beim Schwarzen hatte ich schon, beim Blauen muss ich das auch noch machen, 90,
5,2. Und das Engrave, haben wir jetzt gesagt, setzen wir auf die Empfehlung von Xtool, und zwar Power 40, Geschwindigkeit 80 und Durchgänge 1. Die Linien lasse ich bei 180. Warum die 180? Ich habe mir einfach mal hier kurz einfach ein Element angelegt und hier auf diesem Blatt gesagt, es ist nicht eigenes Material, sondern ein 3 mm Acryl, und dass es dann Flächengravur ist, und da sagt er 130,1 180. Deshalb habe ich diese 180 genommen, und ursprünglich den Text oben hatte ich ja bei 130, glaube ich, gelasert. Ja, da habe ich einfach gemerkt, das ist zu viel. Aber da ich jetzt das Testraster mit 180 gemacht habe, werde ich auch bei diesen 180 bleiben. Warum habe ich das in einer separaten Ebene gemacht? Wenn ihr hier drüben, da wo ihr arbeitet, dann Material auswählt, dann übernimmt es das für alles, was ihr hier schön voreingestellt habt, verwirft es das und stellt es dann so ein. Also macht es nicht und fragt euch nicht, woher ich das weiß. Ja, genau. Von dem her eben hier 40, 80, 1 und 180. So, jetzt können wir die hier noch ein kleines bisschen verschieben, weil wir ja hier noch ein bisschen Platz gewonnen haben. Und dann mache ich auch das noch, respektive hier noch der kleine Hinweis, ich habe das selber gezeichnet, aber wenn ihr auf Creative Fabrica geht und hier einfach mal eingebt Tic Tac Toe Laser Cut, dann seht ihr, ihr habt echt super viele Muster. Das müssen dann nicht nur Kreise und Kreuze sein, sondern da habt ihr ganz viele andere Cupcakes und Donuts. Hier wirklich super coole Vorlagen, und eben ich mache es jetzt mit Acryl, aber sowas könntet ihr natürlich auch als Holz machen. Da hat es die einfach nur graviert und aufgelegt sind, aber da hat es auch noch weitere, wo ihr das quasi eine Einbuchtung habt, wo ihr dann die Dinger reinlegen könnt. Ne? Also hier ganz viele Möglichkeiten, was ihr da machen könnt. Hier sogar eine Schachtel. Also wenn ihr da nichts findet, dann versteht die Welt nicht mehr, ne? Gut, aber eben, ich habe meins schon und ich werde das jetzt kurz lasern und bin dann bei euch zurück, wenn ich das gemacht habe. So, erste gute Nachricht. Es hat alles wunderbar geschnitten. Na, ich habe hier meine ganzen Einzelteile. Und das andere ist, ich hatte ja extra 3 Ebenen angelegt. Die erste Ebene war die hier oben, dass er das zuerst schneidet. Weil gravieren per se, also er graviert immer zuerst und dann schneidet er. Das heißt, darauf wollte ich auf gar keinen Einfluss nehmen. Das war wunderbar, dass er zuerst graviert hat. Aber dann hat er zuerst dieses Teil geschnitten. Das war auf einer Ebene. Dann hatte ich ein paar auf einer Ebene, die möglichst einfach ein bisschen Abstand zueinander haben. Das heißt, das und das war auf einer Ebene. Und die hat er zuerst geschnitten. Und erst dann hat er das und das geschnitten. Also funktioniert das, wenn ihr Sachen auf einzelne Ebenen macht, dass er da dann den Ebenen nach das ausschneidet. Warum habe ich das gemacht? Damit er einfach hier nicht immer auf demselben Bereich ist, sondern zwischenzeitlich auch die Möglichkeit hat abzukühlen. Das war mein Grund. So, jetzt
lösen wir hier mal, weil das interessiert mich am meisten, wie die Gravur geworden ist mit den Vorgaben von Xtool. Ja, wunderbar. Perfekt. Normalerweise muss ich ehrlich sagen, sind die Einstellungen von Xtool fast ein bisschen zu stark für mich, weil ich arbeite ja noch mit dem Air Assist und eben ich habe ein Wabengitter, also von dem her ist es meistens zu stark, aber das hier ist jetzt echt richtig cool geworden. Moment, ich zeige es euch gleich. So. Also wenn das nicht cool ist. Hammer. Also man spürt es, aber es ist eben nicht so tief wie das andere. Wirklich die perfekte Einstellung. Von dem her für mich muss ich mir notieren, ich mache auf jeden Fall, das hier kann ich gleich wieder löschen, sondern ich mache 40, 80, 1 für die Gravur. Das ist wirklich absolut Hammer geworden. Ist jetzt noch ein bisschen Staub drauf, das kann man wunderbar Glasreiniger kurz reinigen, dann ist da auch kein Staub mehr drauf. So, und jetzt kommen noch diese Teile. Gruß an meine Fingernägel heute, aber nun ja, gehört auch dazu. So, Fingernägel sind über den Jordan, aber nun ja. Und vielleicht denkt ihr jetzt, na, das ist, sieht man ja nicht, ist schwarz in schwarz. Aber ich finde das so dermaßen edel. Und das Coole an Acryl ist halt einfach, ne, das geht euch nicht kaputt. Das ist halt einfach, bricht nicht. Also müsst ihr schon viel anstellen, wenn ihr das brechen wollt, aber ich finde es Hammer. Und das war natürlich auch schon für jemanden vorgesehen. Von dem her freue ich mich extrem, das dann auch zu verschenken. Mache ich so ein kleines Säcklein rein, noch was draufplotten. Ne? So in diese Beutel finde ich immer super, weil dann kann man es einfach in der Tasche schmeißen, weil die Idee ist ja, dass man das für unterwegs hat. Und wenn es mal irgendwo länger dauert, und das wird auch der Spruch drauf sein, von wegen, ne, wenn es mal länger dauert, wenn es mal wieder länger dauert, das wird der Spruch drauf sein, dass man da ganz einfach kurzes Spiel hervorholen kann aus der Tasche, weil es nimmt eben auch nicht viel Platz weg. Ne? Also das ist schön dünn. Und ja, kann man eine Runde spielen. So. Ich hoffe, das war jetzt hilfreich für euch. Die Angaben von wegen Schneiden, die Angaben von wegen Gravieren, wobei ich dann eben zurück bin auf die Standardeinstellungen von Xtool. Und eben da könnt ihr jetzt nicht nur solche Spiele damit machen, ihr könnt Ohrringe machen. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich habe zum Beispiel zum Nähen, fände ich es cool, wenn ich ein Tool hätte, wo ich verschiedene Durchmesser von abgerundeten Ecken habe, damit ich das anzeichnen kann. Sowas kann man damit wunderbar machen. Also da habt ihr bestimmt ganz viele Ideen, was man so mit Acryl machen kann. Ja, ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr da selber Lust habt, das auch auszuprobieren, wenn ihr eben irgendwo diese schwarze Acryl findet. Für diejenigen in der Schweiz der Tipp von wegen Jasandro, ne? Die haben das noch, bis es wieder weg ist. Ich werde mir ganz bestimmt noch kurz was nachbestellen, bevor ich das Video hochlade. Da bin ich so egoistisch. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!